Hallo liebe Finnland-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Monat Mai geht zu Ende, Frühsommer beginnt und heute möchte ich euch mal 5 Dinge zeigen, die ihr so nur in Finnland erleben könnt. Also, los geht's! Finnland überrascht, selbst bei den kleinen Dingen des Alltags. Zum Beispiel, wenn du um Mitternacht am See stehst und es ist noch hell oder wenn du Bücher zurückgibst, ganz allein nach Feierabend. Auch beim Recycling, beim Kanufahren oder sogar auf der Straße läuft hier manches ganz anders. Hi Leute, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt hinter mir. Ist es Sonnenuntergang oder schon Aufgang? Ich weiß nicht ganz. Ich glaube Sonnenuntergang. Wir haben 25. Mai und das ist so 10 Minuten vor Mitternacht. Und so sieht das Ganze aus. Guckt euch das mal an. Stell dir vor, es ist Mitternacht. Du stehst am See und es sieht aus, als würde gleich die Sonne untergehen oder vielleicht gerade wieder auf. Aber in Wirklichkeit ist sie einfach nie ganz weg. So sieht der Frühsommer in Finnland aus. Besonders hier im Süden, wie in Südkarelien, bleibt es ab Ende Mai nachts einfach hell. Nicht komplett, aber so, dass du fast rund um die Uhr draußen unterwegs sein kannst. Der Grund? Finnland liegt so weit im Norden, dass die Sonne in dieser Jahreszeit kaum untergeht. Je weiter du Richtung Norden kommst, desto heller wird die Nacht. Und oberhalb des Polarkreises bleibt sie sogar ganz weg, die Dunkelheit. Für viele ist das anfangs ungewohnt, aber es hat auch etwas Magisches. Diese Lichtstimmung, ganz still, ganz weich, ist typisch für den nordischen Sommer. Und ja, wenn du nachts um 12 am See stehst und es sieht aus wie Sonnenuntergang, dann weißt du, du bist in Finnland. Und während draußen die Sonne nicht untergeht, bleibt drinnen die Tür zur Bildung weit offen, auch wenn offiziell längst Feierabend ist. In Finnland kannst du Bücher auch dann zurückgeben, wenn die Bibliothek offiziell geschlossen hat. Viele Büchereien haben sogenannte Selbstbedienungszeiten. Du kommst einfach mit deiner Mitgliedskarte und einem PIN rein, ganz ohne Personal. Du gehst zum Terminal, scannst deine Bücher selbst ein und legst sie in ein Rückgaberegal. Fertig. Und danach kannst du sogar noch durch die Regale stöbern oder lesen, völlig in Ruhe. Das Ganze funktioniert fast rund um die Uhr, auch abends oder am Wochenende. Es zeigt, wie sehr hier auf Eigenverantwortung und Vertrauen gesetzt wird. Und das fühlt sich ziemlich gut an. Ja, und warum stehen in Finnland mitten im Wald hier so Recycling- und Abfallstationen? Kann ich euch ja mal zeigen. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil in der Nähe des Waldes und der Seen ringsherum gibt es viele Möcki-Besitzer und auch Möckis, die vermietet werden an Touristen. Und ohne dass das hier eine Touristenhochburg ist, fällt natürlich Müll an. Diese ganzen Möckis sind natürlich teilweise schon modern, aber es gibt auch ältere, die nicht einmal an die Abwasserentsorgung angeschlossen sind, geschweige denn Elektrizität oder Wasser haben. Da ist noch ein Plumpsklo. Und das ist aber ein anderes Thema. Wenn man einen Möcki neu erwirbt, dann muss man in der Regel die neuen Vorschriften beachten und Abwasserzugang haben und auch Frischwasser. Und all die Vorschriften müssen da eingehalten werden. Ja, und in diesen Möckis fällt natürlich auch Müll an. Natürlich kannst du hier getrennt Metall, Moorwie, also hier Plastik und Kartons und alles hier rein tun. Es gibt aber eigenartigerweise auch Behälter, die für gemischten Müll gedacht sind. Nämlich genau dieser Müll, der in so einem Möcki anfällt. In Finnland findest du selbst mitten im Wald gut organisierte Recyclingstationen. Gerade in Gegenden mit vielen Möcki, also Sommerhäusern, sind diese Sammelstellen ganz normal. Hier können die Leute ihren Müll ordentlich trennen und entsorgen, auch wenn weit und breit kein Ort in der Nähe ist.
Es gibt eigene Container für Papier, Karton, Glas, Metall und Kunststoffe. Und in vielen Fällen auch für Restmüll, der hier Cuivajete genannt wird. Auf den Behältern steht ganz genau, was rein darf und was nicht. Das Ganze ist einfach, praktisch und typisch finnisch. Nah an der Natur, aber trotzdem sauber geregelt. Und jeder trägt hier seinen Teil dazu bei. Ja, so haben auch die Möcki-Besitzer die Möglichkeit, ihren Müll hier loszuwerden und halbwegs ordentlich getrennt dort abzugeben. Ja, was mich in Finnland immer wieder fasziniert, ist natürlich die Natur. Und wenn man sowas sieht wie hier. In Finnland kannst du nicht nur zu Fuß wandern, sondern auch mit dem Kanu. Es gibt ausgeschilderte Wasserwanderwege mit Einstiegsstellen an Seen, Flüssen oder kleinen Stränden. Oft liegen dort Stege bereit, ideal zum Einsetzen oder Anlanden. Diese Plätze sind meist mit Karten und Infos ausgestattet, damit du deine Route gut planen kannst. Und das Beste, viele dieser Spots sind frei zugänglich, mitten in der Natur, ohne großen Trubel. Ob für einen Tagesausflug oder eine längere Tour, Paddeln durch die finnische Seenplatte ist etwas ganz Besonderes. Guck, kannst du direkt hier in der Mitte dein Kanu parken, von beiden Seiten einsteigen. Das ist einfach klasse, ne? Ja, diese Hinweisschilder sind von der Straße aus auch schon zu sehen, sodass jeder die Möglichkeit hat, mit dem Kanu hier die Seen zu erreichen und auch an anderen Stellen wieder rauszukommen. Ich überlege schon, ob ich das diesen Sommer auch mal mache. Ich habe bald Urlaub und da könnt ihr schon mal sehr drauf gespannt sein. Sowas finde ich spannend, ne? Outdoor, draußen sein und ohne irgendwelche Reglementierung wie in Deutschland. Ich weiß, in Deutschland haben wir auch mal Paddeltouren gemacht mit dem Schlauchboot. Da waren wir zu dritt oder viert unterwegs. Das hat auch Spaß gemacht. Auch da konnte man einfach links und rechts aussteigen und dann da irgendwie die Nacht verbringen. Das war da nicht so ein Problem. Allerdings gab es da immer wieder Probleme, wenn du am Feldrand irgendwie abends angekommen bist und keinen Bock mehr hattest weiterzumachen oder in der Koppel oder so, dass da doch mal irgendein Bauer vorbeikam oder Radfahrer, denen das nicht so gepasst hat. In vielen Deutschen steckt einfach so ein kleiner Polizist, ne? Und die überwachen das dann immer und wer seid ihr, wo kommt ihr her und stellen 1000 Fragen. Ne? Hier ist mir das noch nie passiert, dass irgendjemand mich gefragt hat, was ich hier mache, wo ich herkomme und ob das erlaubt ist, was ich hier mache. Ne? Ja, okay Leute. Vom Wasser zurück auf die Straße. Und da fehlt inzwischen etwas, das ich in Finnland immer geliebt habe. In Finnland war die Mittellinie auf der Straße früher gelb und das hatte Stil. Sie passte perfekt zum nordischen Feeling, besonders mit den gelben Verkehrsschildern im Hintergrund. Aber inzwischen ist das anders. Wegen einer EU-Richtlinie werden die Linien nach und nach weiß gestrichen, so wie in den meisten anderen Ländern Europas. Für viele ein Rückschritt, denn die weißen Linien sind bei Schnee kaum sichtbar. Im Winter wird hier meistens nur geräumt, nicht gestreut. Da war die gelbe Linie früher oft das Einzige, was man überhaupt noch gesehen hat. Jetzt ist sie weg. Und irgendwie fehlt was. Ein Stück Finnland, das still verschwunden ist. Ja, schön war es früher mit den gelben Linien. Jetzt sieht das Ganze so aus und das ist doch irgendwie schade. Finnland überrascht an jeder Ecke, ob beim Licht mitten in der Nacht, beim Mülltrennen im Wald oder beim Zugang zur Bibliothek. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gern ein Abo da, drück auf Like und schreib mir in die Kommentare, welche Details dich am meisten überrascht haben oder was du vielleicht noch gern über das Leben in Finnland erfahren würdest. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns schon bald wieder. Mit neuen Eindrücken, neuen Geschichten und einem weiteren Stück Finnland.
Bis dahin, mach's gut und bleib neugierig.